Eric, can you translate that? So, sorry Ron. So, hallo everybody. Kann uns jeder hören? Herzlichen guten Abend hier. Hi Ron, hi Ron. Könnt ihr vielleicht mal der ein oder andere kurz reinschreiben, ob ihr den Ron gut hört und ob ihr mich gut hören könnt? Yeah. Okay, it looks like they can hear us, so that's perfect. Wow, there's a lot of people on, Eric. I hope so. Well, there must be some good leadership in Germany. Oh, there's from Switzerland, from Austria, from Germany, from all over the world. So a lot of good leaders everywhere. From Belgium. Fantastic. Okay. Wow. Well, the numbers keep going up, so we'll keep typing. The numbers keep going up. Ja, also die Nummern gehen immer höher. Also weiterschreiben. From Norway, from Mallorca. Oh, it's international. Great. Vom Österreich, Sandhausen, Namibia. Wow. Wow. Dorothea from Namibia. Great. Yeah, a lot of action here. Wow. Looks good. Looks fantastic. Okay. Well, first I want to say good evening to everybody in the European region. Also als erstes möchte ich guten Abend sagen an alle in der europäischen Region. And this was easy to translate, Ron. I like it. And danke, Eric. Ja, danke, Erik. Thank you very much. Well, I just want to say how much I have anticipated today. Okay, als erstes möchte er sagen, wie viel er anticipated jetzt. How much patience it took. Ja, okay, wie viel er heute erwartet sich für diesen Abend, für diesen Call. This is my 5th webinar today. Ist sein 5. Webinar heute. We started very early in Japan. Wir starteten sehr, sehr früh in Japan. And then Eastern Europe, Russia, Ukraine, etc. Ja, Osteuropa, Russland, etc. And then we did in English for Israel, Australia, New Zealand, Great Britain, etc. Dann ein Englisches für Israel, Großbritannien und so weiter. And then we did French just now. Davor war jetzt gerade für die Franzosen. And now German. Ja, und now, also jetzt für alle Deutschsprachigen. So I'll start by saying this has created a party, a frenzy. It's created crazy already. Okay, also momentan, diese Webinare, die kreieren quasi verrückte Dinge. Ja? Alle sind excited. And the orders are already today starting to line up. Und die Bestellungen, die gehen nach oben heute. So I'll try to be just who I am. I'll be casual because I'm very intense about this. I'm excited. Ja, also er hat sich heute besonders schick gemacht, ja, weil er ist sehr, sehr motiviert. And I know, Ron, that you not like so much the tie, etc. So it must be something special today. Yes, I did this for you. Oh, thank you. No, not you, Eric. But Yeah, I know. I speak for everybody. Okay, also er hat es jetzt speziell für euch, hat er sich so schick gemacht. So before I get into today's presentation, let's look back several months. Okay, bevor wir in die Präsentation gehen, will er noch mal ein bisschen zurückblicken in die letzten Monate. As you know, we've grown all over the world. Also wir sind ja gewachsen über die ganze Welt. 212 countries and territories. Und in 212 Ländern und Territorien. And we still needed to refine more things. Und wir mussten einige Dinge, can you refine? Improve. Okay, also wir mussten einige Dinge auch verändern durch das Wachstum. So that we can write the next chapter. Dass wir jetzt quasi die nächste Stufe erreichen können. So we've got IT stable everywhere in the world finally. It's a lot of work. Ja, zum Beispiel ist jetzt das IT, also alles, was mit dem Internet, mit dem Backoffice und so weiter zu tun hat, ist jetzt stabil und das war ja vor 2 Jahren zum Beispiel eine absolute Katastrophe. A lot of work, a lot of money. Ja, viel Arbeit, hat viel Geld gekostet.
And we just recently introduced a new back office. Again, never perfect, but always progress. Und wir haben auch ein neues Backoffice quasi implementiert. Es ist niemals 100% perfekt, aber wir entwickeln uns immer und immer weiter. We have shaped the personnel in our company to be the right people in the right chairs. Wir haben quasi dran geschliffen, dass wir jetzt die richtigen Personen also im Innern der Firma in der richtigen Stelle haben. And I'm sure you've seen our ground game has been Ketopia, and we continue to expand. Und ihr habt vielleicht gesehen, dass quasi dann Ketopia gelauncht wurde und man damit jetzt auch beginnt zu expandieren. So what's the final touch to make things complete? So, und ein finaler Punkt, also ein finales Teilchen, das fehlt jetzt noch, um alles zu komplementieren. It would be their express model. Und das ist quasi unser Express Model, also FG Express. Many of you have messaged me and said, please give the express model another shot in the arm. Viele haben ihm geschrieben, jetzt über die Monate, bitte gib uns nochmal einen Schuss in den Arm, quasi neue Energie für das Express-Modell. And be careful what you wish for. Und sei vorsichtig mit dem, was du dir quasi wünschst. Approximately 9 months ago, I began working sort of private on a project. Und seit 9 Monaten arbeitet er an einem neuen Projekt. It was after a European Advisory Board call that I got on. Und es war nach einem europäischen Advisory Board, also quasi mit den höchsten Leadern aus Europa, nach einem Call. In which Eric and the great Mike and Marion, Karsten, these great leaders, Jean-Luc, Xavier, they all participate on. Ja, und da waren eine Menge Leader wie Mike und Marion, Karsten, Javier, Jean-Luc und viele andere. And they were really just pleading the case of the European people. Und wir haben uns quasi für die europäischen Vertriebspartner eingesetzt. So I'm going to share with you, Eric, what you guys inspired in us. Okay, und jetzt will er mit uns sich quasi teilen, was, wie wir ihn quasi inspiriert haben oder zu was. And I'm not a hype guy. I'm not. Und er ist nicht der typische Hype-Typ. But I can't control myself on this. It's that good. Aber im Moment kann er sich nicht richtig kontrollieren. So I'll try to control myself. Also er versucht sich jetzt so ein bisschen zu kontrollieren und nicht total abzuheben. Next slide, I'm going to hit you right upside the head. Watch this slide. Okay, der nächste Slide. Das ist jetzt was ganz Spezielles für ihn. So I believe this product, Eric, scratching the surface, is worth $1 million a day within 18 months. Okay, also er ist der Überzeugung, dass in den nächsten 18 Monaten und nur mit dem Kratzen quasi an der Oberfläche des Marktes wir 1 Million Umsatz pro Tag machen können. Nur mit dem Produkt, mit dem neuen. Now, please take into consideration that I have slept on this concept for 9 months. So it'll come out that way. Okay, also bitte beachtet jetzt wirklich alles ganz, ganz genau, woran er jetzt die letzten 9 Monate gearbeitet hat. And so I want to start off by having a very mature business conversation. Und er möchte jetzt quasi ein richtiges Business-Gespräch führen und will auf einem Level starten, wo wir quasi richtig über Business-Geschäft reden. Eric, there are trillions of dollars outside. Trillions. Ja. Also da sind quasi Trillionen, Milliarden von Dollar draußen unterwegs im Geschäft. And it is not running from you. Und es ist es läuft nicht über uns, ja. Money is a part of our health. Ja, und Geld ist quasi auch ein Teil unserer Gesundheit. I think we all know what it feels like to feel financially sick. Und wir alle wissen, wie es vielleicht ist, finanziell quasi krank zu sein. Money for me is a good thing. It ranks up there with oxygen. Und für ihn ist Geld etwas sehr, sehr Gutes. Das ist quasi auf einer Ebene wie Luft, ja, die wir zum Atmen brauchen. With air, water and sunshine, money, they go together. Ja, und mit Luft, mit Wasser, mit Sonnenschein und Geld, das geht alles quasi zusammen in sich über. And so
Today I would like to unveil the forever green business conversation that's different. Und heute will er quasi so ein bisschen vorstellen, dass die Forever Green, can you reformulate a little bit? I want to share the business conversation from Forever Green that's unique. Okay, also er will quasi heute zeigen, dass das Geschäftsmodell von Forever Green etwas ganz, ganz Besonderes und Einmaliges ist, etwas anderes. Here's your dreams. Hier sind deine Träume. Here's your income. Da unten ist dein Einkommen. Now, one of two things need to happen. Okay, also eins von zwei Sachen muss jetzt irgendwie passieren. Either A, you make more money to facilitate your dreams. Entweder du machst mehr Geld, um quasi deine Träume zu erreichen. Or B, you shrink your dreams. Oder du reduzierst deine Träume, um auf eine Ebene mit deinem Einkommen zu kommen. And nobody here is going to shrink their dreams. Und niemand hier möchte seine Träume quasi reduzieren. Especially in the context of this conversation we're going to have. Und speziell nach dem Gespräch, was wir jetzt haben werden. In there is your children's dance class. Ja, also zum Beispiel in dieser Story mit drin ist zum Beispiel die Tanzschule von deiner Tochter. Or your children's special school. Oder die spezielle Schule für deine Kinder. Or a car payment. Oder etwas, was du zu bezahlen hast für ein Auto. Or a house payment. Oder dass du dein Haus bezahlen musst. Or higher quality foods. Oder bessere Qualität beim Essen. Quit your job. Oder kündige deinen Job. Filthy rich. Ja, oder werde stinkend reich. Buy a yacht. Kauf dir einen Garten. And the memories that you make on the yacht are more priceless than the yacht. Und die Erinnerungen, die du vielleicht durch den Garten machen wirst, die sind viel mehr wert als der Garten selber. It's whatever suits you. Was immer? Was? So, Say again? whatever fits you. Whatever fits you. Whatever serves you. Also, was immer zu dir passt, suche sehr aus. Yes. So the financial conversation I'm having up front, because this product is lights out. Now we must make sure we're conscious about our business disciplines. Okay, also alles, was wir jetzt davor geredet haben, das kannst du quasi ausblenden, weil jetzt quasi reden wir über das Geschäft und du wirst quasi anders drüber nachdenken. So, are you ready? I'm looking at your chat. Seid ihr fertig? Er guckt jetzt auf den Chat. Oh, Mike and Marion, yes. Okay, okay. Ready, okay. Okay, everybody's ready. Next slide, here we go. Okay, der nächste Slide. The first thing I want to do is, you hold on, because I'll take it and lose it, is introduce the doctor. Okay, also das Erste, was er uns vorstellen will, ist quasi der Arzt oder der Doktor. He is a prodigy. Er ist ein Wunder. He is in the Guinness World Book of Records. Er ist im Guinness Buch der Rekorde. And here's why. Und hier ist warum. At 4 years old, he began calculus. Also er begann mit 4 Jahren mit Integralrechnung. For me, I was almost potty trained at 4. Also mit 4, da war er ein bisschen trainiert auf Party, nicht mehr. Okay, thank you. Yeah. Number 2. Nummer 2. 7, he graduated high school. Also er ist Absolvent der Highschool im Alter von 11 Jahren. Okay. At age 13. Go ahead. Im Alter von 13 hat er absolviert die Universität. He finished college. It's crazy. Also er finischte also quasi die Schule beendet mit 13. At age 14, he entered medical school. Mit 14 hat er die Medizinfachschule gestartet. Not just any medical school. Nicht irgendeine Schule. New York University Mount Sinai Medical School. Der New York, ich habe den Rest nicht verstanden, wahrscheinlich einer der wichtigsten Medizinfachschulen, die es gibt. And he became a doctor. Next slide.
Und er ist ein Doktor geworden, der jüngste der Welt im Alter von 17 Jahren. New York had to change their laws so he could become a doctor. New York musste die Gesetze verändern, damit er mit 17 überhaupt den Doktortitel machen konnte. And he became a prodigy Und er wurde ein Wunder in the Guinness World Book of Records. im Guinness-Buch der Rekorde. Let's look at some of his credentials. Now, Und lasst uns schauen auf ein paar seiner Auszeichnungen. these are just some of them because we could not fit them all on the page. Das sind nur einige, wir konnten nicht alle auf einen Slide auf eine Seite machen. But look at this. New York University, Mount Sinai, Harvard, Duke. I mean, those are the best. Also er war in den besten Universitäten, New York, Harvard, Duke Universität. And I knew that he was important because, Eric, we went to go buy one of his photos off of the art gallery online, and usually they're $100, $200, $300. His cheapest one was $3,000. Und die wollten jetzt quasi von ihm auch ein paar Bilder kaufen, was man ja so machen kann im Internet, ja, wo du zu jedem Thema Bilder kaufen kannst. Und die dachten so vielleicht 100, 200, $300. Das günstigste Bild, was man von ihm kaufen konnte, war $3.000. Also da wussten sie, das ist eine ganz, ganz besondere Person. And so this guy he's one of a kind in history, not on the world, in history. Also dieser Junge ist quasi etwas komplett Einzigartiges, Einmaliges, nicht nur jetzt irgendwie aktuell, sondern in der kompletten Geschichte der Menschheit. Now, the beautiful thing is that he happens to be friends, next slide, with Forever Green's in-house esteemed Dr. Saucedo. Und das Tolle ist auch, dass er schon lange ein enger Freund ist von unserem Dr. Adam Saucedo, den kennt ja vielleicht jeder, der ja schon lange unser Mitglied ist im medizinischen Beirat bei Forever Green. Who has been with Forever Green for 8 years. Ist seit 8 Jahren zusammen mit Forever Green. We have a fantastic relationship. Und wir haben eine fantastische Beziehung. Well, he happens to be friends and colleagues with Dr. Ambari. Und die sind quasi Freunde und Kollegen, also Dr. Saucedo und der Doktor. And Dr. Saucedo was pioneering this technology idea in nutrition, and he could not get it to the finish line. Und Saucedo war einer der Pioniere, um das auf den Weg zu bringen, worüber wir gerade sprechen, und hat es aber nicht quasi fertigstellen können alleine. So he took it to Dr. Ambari so they could collaborate to finish the technology for patent. Also hat er es zu Dr. Zambadi gebracht, um das quasi fertigzustellen und zusammen fertigzustellen und rauszubringen. And so together now they have chosen to bring this technology exclusively, and I mean exclusively, to Forever Green. Und die haben beide zusammen beschlossen, dieses neuartige Produkt exklusiv zu Forever Green zu bringen, also dass es nicht möglich ist, dass irgendeine andere Firma auf der Welt dieses Produkt auch haben wird. So there you have the Prodigy story. Und hier hast du deine Wundergeschichte, Wunderstory. So I was thinking, man, we can put their technology in plankton. Und er hatte überlegt, diese Technologie vielleicht in Plankton zu integrieren. Or antioxidants. Oder in Antioxidantien. Or vitamins. Oder in Vitaminen. Or energy drink, whatever. Oder in einem Energy Drink. But it was too many products. Aber es waren zu viele Produkte. So I began to explore how to put all of them in one product. Und so hat er angefangen zu überlegen, wie kann man vielleicht alles zusammen in ein Produkt bringen. That would become the world's best all-in-one nutritional product. Was dann vielleicht die beste All-in-One, also alles in einem Nahrungsergänzung werden könnte. All-in-one for everyone, every day. All-in-One for everyone, for every day, also alles in einem für jedermann, jeden Tag. The healthiest habit on the planet. The healthiest, what was habit? Habit. Like an addiction, a habit. Gewohnheit, ja. Or routine. Also die gesündeste Gewohnheit auf dem Planeten. So let's talk about the 5
attributes of this product. Also lasst uns über die 5 Schwerpunkte des Produktes reden. Number 1 Nummer 1 is the technology and the know-how. ist die Technologie und das Know-how. So what is the technology? Also was ist die Technologie? The technology is a combination of natural ingredients Die Technologie ist quasi eine Kombination aus natürlichen Inhaltsstoffen, well, first of all, I have read many articles that talk about absorption problems to absorb nutrients. Also er hat, vorher will er noch was anderes sagen, er hat viele Artikel gelesen über die Probleme von Absorption, also wie der Körper quasi etwas absorbiert, okay? And these articles refer to expensive urine. So what was the last thing? Urine? Urine, pee. Urine pee? What is urine pee? Pee. Ah, Pipi, okay, und das hat ihn dann irgendwie Pipi, so you talk about the toilet or? No, the urine, when you go pee, when you go to the bathroom. Expensive urine. Okay, urine, what is urine? Urine is pee. It's yellow. Ah, okay, so er spricht quasi, wenn man dann zur teuren Urin, es wird zu teurem Urin, also die meisten Produkte quasi landen in der Toilette, sehr teurer Urin. and some of these articles even refer to finding supplements in the underground sewage systems. Okay, und viele dieser Artikel handelten auch davon, dass man dann quasi viele dieser Nahrungsergänzungsmittel quasi in der Toilette unten, in diesem Gang unten in der Toilette wiedergefunden hat. That supplements that you're only as healthy of that what you absorb, not what you ingest. Say again, the last thing. You're only as healthy of that what you absorbed, not what you swallow. It's what you absorb. Ja, also du bist nur gesund quasi nicht mit dem, was du zu dir nimmst, sondern mit dem, was dein Körper auch wirklich aufnehmen kann, also absorbiert. And this technology proves in a laboratory at a major university that these ingredients are being used efficiently by the body, which means we don't have to give you as much. Little means more with this technology. Und diese Technologie, die ist quasi geprüft worden und man hat die Beweise dafür, dass es von deinem Körper quasi aufgenommen wird und nicht in der Toilette landet. So it's all very scientific and documented and extremely efficient. Also es ist sehr, sehr effektiv und es ist alles dokumentiert, wissenschaftlich dokumentiert und nicht jetzt irgendwie ein Humbug oder irgendein Märchen. I've tried the product and it's something special because number one, I feel it within a few minutes, but number two, when I take it, Eric, I feel a psychological confirmation that it's a good choice. Like I feel it. Okay, so also wenn er es nimmt, dann merkt er auch sofort, dass es funktioniert, aber er hat auch einfach im Kopf, in den Gedanken, es macht für ihn quasi Sinn und er kann fühlen, dass dieses Produkt einfach auch wirkt und wirken muss. So number two. Nummer 2 is plankton. Ist Plankton, Phytoplankton. Yes, which we know is the first food on Earth. Was wir wissen, ist die erste Nahrung auf der Erde. The best food on Earth. Die beste Nahrung auf der Erde. And the checkmate in the conversation of nutrition. Und es ist quasi das Schachmatt in einem Gespräch, wenn du über Nahrung redest. And we all know that phytoplankton grows in the ocean, it grows in the fresh water. It's an amazing ingredient. Und wir wissen, dass es quasi wächst in Frischwasser, im Ozean und es ist ein fantastisches Produkt, Naturprodukt. If we're going to have this technology, then we must start with phytoplankton. Und wenn wir diese Technologie haben, dann müssen wir starten mit Plankton. Number 3. Nummer 3. Antioxidants. Antioxidantien. Now, we want to protect our cells from free radical damage. Also wir wollen quasi uns selbst schützen vor freien Radikalen. From radiation. Von Strahlen. From oxidation. Von Oxidation. We want to stay young. We don't want to get old. Wir wollen jung bleiben, nicht älter werden.
And we decided to use a lot of fresh pomegranate. Und wir haben uns entschlossen, eine Menge frischen Granatapfel zu benutzen. And raspberry. Und Himbeeren. And number 4 Nummer 4. is vitamins. Vitamine. Now we know vitamins have been studied for the nervous system, Also wir wissen, dass Vitamine brauchst du für dein Nervensystem, the brain function, für deine Gehirnfunktion, organ function, für die Organe, muscle and bone, für die Knochen, für die Muskeln, immune system, etc. fürs Immunsystem und vieles mehr. But now they're being efficiently used by the body. Aber nun werden die quasi offiziell benutzt für den gesamten Körper. And then finally, number 5 Nummer 5, is energy. Energie. Yeah, something you can feel within 90 seconds, 2 minutes maybe. Also etwas, was du fühlen kannst innerhalb von 90 Sekunden. And so you have 5 beautiful benefits. Now, I'm not going to go into the detail because the next several weeks you will have this training every Tuesday, and we will break each one of these down, the details. Okay, also er will jetzt nicht in die Details dieser einzelnen Punkte gehen heute, weil jede Woche folgen jetzt weitere Webinare mit weiteren tiefergehenden Details über dieses Produkt und die Inhaltsstoffe. So now that we have this all-in-one nutritional concept, how do we package and market it? Okay, und jetzt haben wir quasi dieses All-in-One, alles in einem Konzept, und jetzt ist halt die Frage, wie würden wir das jetzt verpacken? So I'm going to take you through my thought processes. Okay, also er bringt uns jetzt zu seinen Gedankengängen. Number 1, go ahead. I thought, let's put it in 2-ounce energy, like little drinks. Okay, und sein erster Gedanke war, lass es uns packen in so eine kleinen Fläschchen mit so 60 Milliliter Shots, ja? But then I thought to myself, they're liquid, they leak, they freeze, they're heavy and expensive to ship. Okay, aber da hat er gedacht, okay, die sind dann vielleicht oder werden undicht, die werden ist gefroren bei schlechtem Wetter, ist zu schwer, ist teuer zu versenden durch das Gewicht. And then furthermore, I would be limited to just USA. That's not what I signed up for. Und in dieser Form wären sie quasi limitiert und man könnte es wahrscheinlich nur in den USA machen. So then I thought, let's make it a powder. Okay, dann hat er gedacht, okay, lass uns das als Powder machen, also als Pulver. Like in a pulsate canister. Und zum Beispiel in einen Pulse-8-Kanister tun. Next slide. Then we can take it to all of North America. Dann können wir es immerhin schon mal zu gesamt Nordamerika bringen. And we would start registering it around the world and wait 6 to 12 months. Und wir könnten starten, quasi es zu registrieren, überall in der Welt, und wir müssten jedes Mal 6, 7, 8, 9 Monate warten. But with this concept, I could not sleep. Okay, und mit diesem Konzept, er konnte aber nicht schlafen. Because this technology cannot wait 12 months. Weil diese Technologie, die kann jetzt nicht 12 Monate warten. So I got to thinking, imagine in your mind a case of shots. So say again? Imagine in your mind a case of 2-ounce shots. Okay, also stellt euch jetzt alle vor, ihr habt so eine große Packung mit diesen ganzen Shots drin. And then we could wave a magic wand. You know, we could do magic. Und so, wir können jetzt quasi, er spielt jetzt gerade den Zauberer und wir könnten jetzt zaubern. And that case turned into a case, but it's an envelope called a case. Und wir zaubern jetzt quasi denselben Inhalt in einen Briefumschlag. And then, so now we have this idea that we would take, like if you had 4 cases sitting on top of each other, that in an envelope, it would be 4 cases sitting on top of each other. Wow. Okay, und jetzt stellt euch einfach vor, ihr hättet zum Beispiel 4 dieser großen Kartons und ihr hättet jetzt auf einmal nur noch 4 kleine Briefumschläge mit demselben Inhalt. And this product we will call a case in an envelope. It's called a case. How many cases would you like? Und wir könnten es jetzt nennen, ein Karton im Briefumschlag. Und jetzt die Frage, wie viele Kartons möchtest du haben?
So I'm going to announce for you the name of this product Und er möchte jetzt für euch den Namen des Produktes ankündigen and give you the very first look in that part of the world of what it will look like and sound like. und er möchte euch quasi die ersten Bilder von diesem Produkt geben, wie es aussieht. This product can go to the entire world, every doorstep. Dieses Produkt kann quasi an jede Tür in der Welt gehen, ausgesendet werden. And the name of that product is Prodigy-5. Und der Name des Produktes wird Prodigy-5 sein. Prodigy heißt quasi auf Deutsch Wunder, ja, und ein All-in-One Nutritional Product. So you have the Dr. Prodigy and the 5 benefits. So, wir haben quasi Prodigy, die Dr. Prodigy, das Wunder und die 5, also die 5 Punkte von diesem Produkt. Now, it's the best, I swear I think it's the best name ever. I love the name. It's $1 billion name. And he likes the name. Yeah? By the way, I like Prodigy, the group from the 90s. Was doing great music. Thank you. So as you know, Power Strips has the theme of love. Power Strips hatten ja quasi den Namen mit Liebe, Love. Solar is light. Die Solar Strips war Licht, Light. And Beauty Strips are happiness. Und die Beauty Strips war Happiness, also glücklich sein. And Prodigy-5 is success. Und Prodigy-5 ist quasi Erfolg, Success. Yes. So on the inside of a card, there's a toast that we would do a toast, like a toast. On the inside, okay, der ist quasi eine Nachricht auf der Innenseite der Karte. And Eric, would you try to read the toast, please? Okay, I can do it. So, also innen drin steht also, wir wollen anstoßen auf unseren Erfolg, unsere Gesundheit, unseren Wohlstand und unseren Reichtum. Die Macht der Weltwirtschaft steht vor unserer Tür und die Gelegenheit klopft. Lasst uns diesen Moment nutzen. Jetzt ist die Zeit, um das zu nehmen, was uns gegeben worden ist, um es für uns alle wertvoll zu machen. Mag Inspiration unsere Motivation führen, mögen wir unsere Träume jetzt beleuchten und bekräftigen, da heute der wichtigste Tag ist. Wir sind das beste Produkt der Welt, wir sind das nachhaltigste Produkt der Welt, wir sind Erfolg, wir sind zu Hause, wir sind forever green. Thank you, Eric. So you can see that this is, next slide, you can see why I now believe that scratching the surface is $1 million a day. Und jetzt könnt ihr sehen, warum er glaubt, dass wir quasi 1 Million pro Tag alleine mit dem Produkt machen können. And so now begins the road to Paris. Und jetzt beginnt der Weg nach Paris. And we're going to have a week training every Tuesday, just like this, every Tuesday. And the crowd should get bigger and bigger and bigger and bigger on these trainings. Und wir haben ab jetzt jeden Dienstag quasi ein Training dazu und die Teilnehmer und unsere Gruppe wird immer größer, immer größer, immer größer. And so now it's time to discuss the immediate action plan. Und jetzt ist Zeit quasi den sofortigen Actionplan zu besprechen. It's very specific, so take notes if you need to. Okay, es wird jetzt sehr spezifisch, also wenn du Notizen machen willst, dann mach es jetzt. Tomorrow morning when you wake up, you will have this PowerPoint in your inbox. Okay, wenn du morgen früh aufwachst, wirst du diese PowerPoint in deinem E-Mail-Postfach haben. Okay, so here's the action plan. Next slide, please. Also hier ist der Actionplan. Okay, so Dr. Ambadi will not speak live until he is in Paris. Okay, Dr. Ambadi wird nicht live sprechen, bevor er in Paris ist. Okay, so we are going to start marketing 1 pack and 1 pack only until Paris. Okay, also wir werden starten mit einem Paket bis zum Paris, also nur ein Paket. And we're calling this pack a pre-launch pack. Very simple. Und wir nennen es ein Pre-Launch Pack. It has 6 cases or envelopes of Prodigy-5. Es hat 6 Packungen von dem Prodigy-5. It's worth about $450. Es hat einen Wert von ungefähr $450. But it sells for $299.95 and 250 points. Und es wird irgendwas um 299 kosten mit 250 Punkten. Now,
Here's music to the ears of the professional. Und für alle Professionellen hier ist das jetzt Musik für die Ohren. When you put your name in, Wenn du deinen Namen einfügst, you will not be charged for 10 weeks, not till Paris on the 29th. du wirst quasi nicht bezahlen müssen für die nächsten 10 Wochen. Which means you can load up thousands of orders between now and Paris for Paris, and then we hit one button and it changes the world for everyone. So, also du kannst jetzt quasi die nächsten 10 Wochen das Geschäft aufbauen und dann drückt er auf den Button und dann erst wird bezahlt und dann kannst du quasi die Welt verändern. So here's how you do it. Und hier ist, wie du es machen musst. If you're a member, you go in and you buy the $20 Dr. On-Body training. It's live now. Wenn du ein Vertriebspartner bist, dann gehst du ins Backoffice und kaufst das $20 Prodigy-5 ist ein Trainings- und Produktpaket. And it's 20 points. Und es sind auch 20 Punkte. Now, his training will be in Paris. I'm going to take a break from the U of U, and we're going to do a live training with Dr. On-Body, questions and answers, up close and personal for $20. Okay, also er wird das U of U unterbrechen und dann würde man rübergehen zu diesem Produkttraining, wo Dr. Ambadi quasi alles zu diesem Produkt erzählen wird. But when you buy that training, aber wenn du dieses Training kaufst, it tells you that I acknowledge that I'm getting a pre-launch pack charged on the 29th of October, 10 weeks away. You acknowledge that. Dann wirst du auch sofort sehen, das steht dann da, dass du quasi am 29. Oktober automatisch ein Pre-Launch-Paket kaufen wirst für diese 299. Und es wird erst am 29. Oktober auch abgebucht. So for a non-member, they pay the $12 membership fee and then they buy the training pack and the same thing happens for them. Und für einen ganz neuen Berater, der nicht im System ist, der ist klar, der hat seine Lizenzgebühr, registriert sich und kann dann denselben Ablauf machen, $20 Paket und wäre dann automatisch dafür berechtigt, am 29. das Paket zu kaufen. After the 29th of October, there will be no more pre-launch packs. Gone. Und nach dem 29. Oktober wird es dieses Pre-Launch-Paket nicht mehr geben. Now, there's not one pack, two pack, three. There's just one pack between now and Paris. Und das ist jetzt quasi ein einziges Paket, was hier promotet wird. Es gibt nicht 2 oder 3 oder 4 Pakete, nur ein einziges Pre-Launch-Paket. So your step is to buy the training ticket for $20, 20 points, and when you buy it, it acknowledges on October 29th, you are first to get your Prodigy-5 pack. Okay, also er sagt nochmal, also wenn du diese $20, dieses Trainingspaket kaufst, das quasi berechtigt dich, dass du dann am 29. Oktober dieses andere Paket bekommen kannst. So that's step one. Let's go to step two. Das ist der erste Step. Next week, Nächste Woche we'll do 5 points, and we're going to start off the right way, the 5 new business highlights to this Prodigy model. Okay, und dann kommen die 5 neuen geschäftlichen Höhepunkte, die dieses Produkt betreffen. And talk about spectacular. Und es wird spektakulär. New pricing ideas Neue Preisideen, combined with new auto ship ideas kombiniert mit neuen Autoship-Ideen and more. und mehr. Vieles mehr. So your action plan is to buy your training ticket, which means you will be the first to get the pre-launch pack. October 29th will be charged, and then start sharing this message with as many people as you can, because you will have the PowerPoint tomorrow morning. Also der Actionplan ist, du kaufst dieses $20 Trainingspaket, womit du dann berechtigt bist, am 29. Oktober das Paket zu bekommen, was auch erst am 29. Oktober bei dir abgebucht wird, und dann natürlich mit so vielen wie möglich Menschen darüber zu reden, dass die PowerPoint wirst du morgen erhalten. And then next week, you bring more people on the training, and it'll be business. After next week, the training the week after will be the doctor talking about the science. Und nach dem Training, eine Woche später, wird der Doktor quasi über die Wissenschaft dahinter reden. And then the week after that, we might get Tiffany to talk about plankton or just general plankton.
Und danach wird vielleicht Tiffany über Plankton sprechen. And so forth and so forth. There will be 8 weeks in a row, and our job as leaders is to build and build and build and build. When we get to Paris, we push a button and the world changes. Und wir werden quasi 8 Wochen lang jede Woche irgendwelche Highlights haben zu diesem Thema und können so quasi das aufbauen bis zum Highlight nach Paris. So the first day of Prodigy-5, it won't be $1 million day. It'll be multi-million-dollar day. Der erste Tag von Prodigy-5, der Launch, wird nicht ein Millionentag sein, es wird ein Multimillionen-Umsatztag sein. Awesome. So next slide, please. So here is my schedule today and every Tuesday for 8 weeks. Und hier ist quasi sein Plan für heute und für die nächsten 8 Wochen. Oh, you have a lot of work. Yes. You should get all of your people in different markets there. Ja, und ganz, ganz wichtig, du musst alle deine Kontakte quasi auf der Welt auf diese Webinare schicken, weil da wird dir quasi die Arbeit abgenommen. Just because you heard this today doesn't mean you're going to succeed. What you do with this today means you're going to succeed. Nur weil du das jetzt heute gehört hast, wirst du nicht automatisch erfolgreich. Die Frage ist, was machst du mit diesen Informationen und was tust du jetzt damit? Und also der Actionplan quasi. So I have one crazy German request. Er hat eine verrückte deutsche Frage. Tonight in Utah at 7:30, which is 3:30 for you in the morning. Okay, also heute Abend um 19:30 Uhr in Utah, also was ist 3:30 Uhr morgens bei uns in Deutschland? We are doing a special edition webinar. Also da kommt ein spezielles Anschluss-Webinar. Because I've invited all of the markets to come on tonight. Also er hat alle Märkte quasi zusammengebracht für dieses Webinar, um da zusammenzukommen. Why? Warum? Because tonight live, the doctor will sign the contract on the webinar. Also heute Nacht live wird auf dem Webinar der Doktor den Vertrag mit Forever Green unterzeichnen. So I want to see some crazy Germans on the chat and all kinds of crazy stuff tonight. Okay, und er möchte einige oder viele verrückte Deutsche auf diesem Webinar sehen und I think it's not a problem. There's enough crazy guys here on the chat. Great, I think Mike and Marion are the first. Yes, I knew you would say that. Look, at this point, it's about leadership, guys. It's about leadership. Also an dem Punkt jetzt geht es quasi um Führungsqualitäten, um Leadership. It's not about being a critic. Es geht nicht darum, zu kritisieren. It takes no power to be a critic. It takes no power. Also, what do you mean? It requires no power to be a critic. Okay, jetzt, du brauchst, es kostet dich keine Power quasi, um ein Kritiker zu sein. Right now, it's about leadership. Jetzt im Moment geht es wirklich nur um Leadership, um Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten. I, with Forever Green, pledge that we join arm in arm and we do our best work ever right now. Okay, also er garantiert euch, dass Arm in Arm mit allem zusammen sie jetzt quasi die beste Arbeit machen, die sie jemals gemacht haben. I would like to see tens of thousands of pre-orders in Paris on the 29th. Er wünscht sich Zehntausende von Vorbestellungen am 29. Oktober in Paris. And how many of those will be yours? Und die Frage ist, wie viele von diesen werden aus deiner Organisation kommen? So, we're going to close. I want to see some chats. Okay, also wir sind jetzt fertig und er möchte jetzt mal ein bisschen Action im Chat sehen. What? Huh? And I want to make sure that we're all planning to find Paris and be there as a family. Und er wünscht sich, dass wir uns alle zusammen in Paris wieder treffen als Familie. Find a way to be there. This is your business. Das ist euer Geschäft, also ihr habt da zu sein. Of course, we should all be there. Also ist ganz, ganz wichtig, wir haben alle da zu sein. And the you of you will be bringing all the talent. Und das You-and-You-Training wird alle Talente hervorbringen. Dr. Ambadi in Paris. Dr. Ambadi wird in Paris sein.
So I want to just express gratitude in hopes that I see lots of Germans tonight. Und er hofft natürlich, dass er heute Nacht viele, viele deutsche Vertriebspartner auf dem Webinar sehen wird. Welcome to Forever Green. Willkommen, willkommen zu Forever Green, willkommen zu Hause. Okay, thank you, Ron. Danke allerseits. Ich hoffe, die Übersetzung war okay. Wie gesagt, ich habe ja Englisch mal im Google Translator gelernt, also nehmt es mir nicht übel, wenn mal das ein oder andere nicht ganz so gepasst hat. Bis dahin, alles Gute. Bye bye. Thank you, Ron. It was a pleasure. There you go. Let it keep going. I love that.